Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty sind Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Shakes and Fidget Tagebuch. Tag 7 bis 10, Part 2 wird das wahrscheinlich werden. Ich habe diesen Part schon aufgenommen. Er setzt an dem Ende des letzten Parts ein. Es geht um die letzten Dungeons in der Hölle. Und ja, aber wie auch beim letzten Part hatte ich eine Aufnahme ohne Ton. Das heißt, ich mache das jetzt nochmal ein bisschen nach. Ich rede hier wahrscheinlich über die Waffe, dass die doch einen sehr, sehr guten Schaden hat rechts raus. Und die Prozente waren auf jeden Fall da. Die Prozente waren sogar richtig gut. Und ich habe da so einen Wortwitz gemacht, dass der sich richtig gut verteidigt, weil das ja so ein Anwalt ist. So ein Rechtsverdreher, den ich gerne mal auf links drehen würde. Und wie ihr seht, der war nicht so einfach zu schlagen. Und ich hatte tatsächlich da auch schon fast überlegt, nichts mehr zu sagen und einfach nur, ja, dann Zeitraffer reinzuballern. Aber dann hatten wir ihn geschafft und sind auch gleich nochmal durchgegangen. Und ich muss doch sagen, hier habe ich extrem gelacht, weil Zombie geschrieben hat, helle YouTube, wir haben den größten Puller der ganzen Welt. Da habe ich wirklich richtig abgefeiert. Leider hört man es nicht, weil der Ton halt kaputt war. Aber schaut dort an Zombie für den Spruch. Das war abseits davon, dass ich nicht der größte Pusher bin, ne? Mal von der Witzigkeit her ist einfach das Wort Puller in Deutschland wirklich eins der sehr witzigsten Wörter, finde ich. Und wenn dann so ein Ungar das sagt, der so ein bisschen Deutsch kann, das ist schon so recht fett so. Ne? Und der Boss, der Base-Boss, der ging dann ein bisschen easier. Und ja, ich habe auch drüber erzählt, dass ich eben in der Schattenwelt noch nicht weiterkämpfen will, weil ich eben, oder ich wollte nicht weiterkämpfen, weil ich eben erstmal Gems gefarmt habe. Das hatte ich ja nur gemacht. Ja, hier habe ich dann nochmal ein paar Items bekommen. Ich denke auch, dass ich in der Schattenwelt gesagt habe, die brauchen für die Begleiter. Ich weiß aber gerade nicht mehr, warum ich jetzt nur einen Twister. Also ich hatte irgendwie das Ziel 208 noch zu werden. Denn, aber warum, weiß ich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall auch gesagt, dass ich die 100 € aufladen muss. Zu dem Zeitpunkt war das Samstagmittag. Und Samstag in der Abend habe ich die Abstimmung auf meinem Kanal gemacht. Und es sieht wohl so aus, dass Sergio Kurai gewesen ist. Also irgendwie war erst der Rudi vorne. Dahinter knapp Bellegar. Dann Sergio Kurai und dann eine Stunde später war irgendwie Sergio Kurai zu über 60%. Also voll krass. Ja. Und ihr seht, ich skill dann auf jeden Fall noch, weil Twister und also das bringt so viel Gold, das ist krass, ne? Obwohl ich noch nicht mal viele Sachen in den Kessel werfen konnte. Das ist ja auch immer der Grund, warum die Pusher in den ersten 3 Tagen schon Skills haben von 1500. Also das muss man natürlich dann nachholen, wenn man in dem Level ist. Und ja, das ist übrigens auch so ein typisches Level zwischen 205, 210, wenn man die Hölle fertig gespielt hat. Es ist egal, wann man es macht. Ob man es in den ersten 3 Tagen macht oder eine Woche später, das Level deckt sich irgendwo. Ja, die Pilzkosten waren jetzt bisher schon relativ hoch, muss man sagen. Also ich bin locker mal im 2000er Bereich gewesen bis zu dem Zeitpunkt des Videos. Jetzt und ein bisschen mehr kommt dann hinten raus noch, kann ich schon mal sagen. Ja. Und Tower musste ich jetzt auf jeden Fall bald noch nachziehen, habe ich erzählt, denn ich hatte ja noch komplett Alu. Also mein Ziel war, dass ich den Tower mache vor der Alu. Und ja, das bringt halt auch extra viel Gold. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, wir sind gleich live. Habe ich doch noch die 209 gemacht. Deshalb freue ich mich jetzt auf den Wechsel in den Live-Modus. Ja, Leute, und das tut mir leid, ich muss jetzt performen. Ich habe noch schnell ein paar Tower-Dungeons gemacht, damit ich jetzt noch skille hier. Denn zack, boom, Portal, ne? Wir brauchen mehr Damage. Ich probiere es jetzt gleich, aber ich will noch vorher skillen. Also ich hätte natürlich jetzt auch noch lieber gerne Level gemacht. Ich bin auch leider im Solo-Portal nicht durchgekommen. Ich hatte so einen Druck verspürt. Dachte mit 1% mehr Hitbonus wenigstens noch reingehen, aber nee. Cheat ist das. Wir skillen einfach jetzt und hoffen, dass es reicht, ey. Aber voll auf Damage. Das mache ich jetzt natürlich, weil ich auch noch Alu spielen kann und so, ne? Ganz klar. Gehen wir jetzt hier noch auf 1300.
Vielleicht auch nochmal ein höheres Level, hä? Oder? Oh, komm schon. Ja. Ja. Höheres Level, let's go, komm. Eins fehlt noch. Warte mal hier. Ich muss schnell mal schauen, was wir hier bekommen haben. Das kann weg. Das kann... Das kann man fast nehmen, ne? Ist besser. Ah, fuck. Nein, jetzt habe ich die Rune... Ah, es ist zu stressig. Ich habe die Rune weggeworfen. Das ist dumm. Jetzt brauche ich wieder eine neue. Eigentlich muss man nur auf das Kleine hier achten, genau. So, ärgerlich. Aber gut, ein paar Steine brauchen wir auch. Wir kriegen ja viele Kristalle, aber Steine kriegt man halt immer nicht. So, dann jetzt hier noch schnell weitermachen. Schnell besiegen, komm schon. Ganz schnell besiegen, komm schon. Noch den letzten auch noch hier. Oder auch alternativen Twister. Ne? Also hier. Müsste reichen. Sehr gut. So. Hat man hier noch 214 Schuhe. Ja, ich brauche Schuhe für Magier, leider. Nicht für den Kollegen. Und da wollen wir jetzt gucken. Für die Challenge hier erledigen. Das ist natürlich auch so ein Ding. Der Schadensbonus, ja, durch die Gilde. Das ist sehr, sehr geil. Das ist ein Grund, warum so ein Push, wie ich den jetzt mache, ne, eine Woche nach dem Serverstart, halt auch sinnvoll ist. Vielleicht werde ich das nochmal separat thematisieren. Wir müssen auf jeden Fall ausweichen. Viel ausweichen noch. Ich glaube ja gerade nicht dran, dass ich den schlage. Aber 3% mehr Schadensbonus haben wir jetzt mitgenommen an dem Wochenende. Er weicht aus mit Stärke, WTF. Okay. Ja. Ja, Pick me. Aber ja, jetzt sind wir in einem Levelbereich, wo es ein bisschen unübersichtlicher wird, auch immer für mich, finde ich, durch diese ganzen vielen Dungeons, die man freischaltet. Klar, in der Schattenwelt ist klar, ne? Nächster Dungeon kommt, wenn man die 5. Etage von 10 besiegt hat, dann kann der Dungeon-Schlüssel kommen in der Mine. Ich habe den zum Beispiel direkt bekommen und das ist noch relativ übersichtlich, aber dann in der Lichtwelt schon, auch da die immer nach dem niedrigsten Level gehen, ist es wirklich für mich immer so eine Sache, da muss ich mich echt durchkämpfen. Und wichtig ist aber, dass es halt neben diesen Sachen mit Daily-Portal und Gildenportal, wo es wirklich relevant wird und natürlich Tower, auch zum Beispiel Licht-Dungeons dann gibt, so wie die beiden jetzt hier, ne? Das sind Pflicht-XP, die man mitnehmen muss. Also den hätte ich eigentlich eher machen sollen als die in der Schattenwelt, die Tries vorhin. Weil die kann man halt wirklich besiegen. Die ersten beiden. Ja, oh, eine Waffe. Ach du heiliger Credo. Also ja, okay. Da sieht man natürlich, was auch drin ist. Klar, rechts raus ist die Waffe jetzt nicht optimal. Ich nehme sie definitiv, bevor ich jetzt eine neue suche. Wirklich sehr, sehr fett. Und genau, jetzt kommen eben dann noch die anderen Dungeons. Jetzt habe ich doch nochmal... Jetzt habe ich doch das Problem, dass ich natürlich nur Schlüssel freischalte. Naja, ich glaube, jetzt sind die Schlüssel vorbei. Nochmal einen schönen gelben Stein rauskredenzen. Wäre ganz hübsch. Kann ich nämlich die Waffe behalten. Okay. Ich denke, das Glück hat mich... Austauschstein ist eigentlich auch nicht so schlecht. Bräuchte ich definitiv auch mal was Neues noch. Das solltet ihr jetzt nicht zwingenderweise nachmachen, was ich jetzt hier mache. Ne? Also, warte mal, Moment. Ja, hier passt's.
Ja, wenn ich jetzt, ich glaube, ich probiere es noch zweimal, wenn ich keinen krieg. Ja, ein bisschen Druck gemacht, ein bisschen Druck gemacht an der Stelle. Dann können wir nämlich die dann gleich der Kundentunte vermitteln. Da freut die sich auch drüber. Und hier könnten wir nochmal schauen. 55, nee, ich glaube, da haben wir jetzt schon bessere Waffen. Nee, ganz klar, 277 Geschick brauche ich das noch. Oder habe ich da schon Besseres drin? Ja. Für den einen Statpoint nehmen wir es mal mit. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte. Mit diesen Werten werden die Dungeons nochmal einfacher. Weil klar, die Waffe war nicht mehr so aktuell. Und das macht immer am meisten aus, das sage ich jedes Mal. Und ja, wir können jetzt mal als Beispiel den 13. Stock gleich mal nehmen. Mal sehen, wie die Chancen da aussehen. Also ich weiß den ersten, weiß ich. Klar, die Prozente sind gleich, ne? Aber die Werte sind nochmal höher. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, Ausdauer natürlich auch extrem nochmal gepusht jetzt durch die Steine. Also Steine und Waffen, das macht extrem viel aus, ja. So, gehen wir mal in Currently Open Dungeons. Helgor the Hellish. Ja, der war vorher bei 0,7, 0,8%. Jetzt ist er bei 2,3%. Ne? Also machbar. Ich hätte vielleicht mit dem Stand der Statistik im Gildenportal angreifen sollen, ja. Aber der 13. Stock ist trotzdem immer kein Selbstläufer, ja, muss man mal so sagen. Kein Selbstläufer. Und das Epic hier zum Beispiel auch sehr, sehr gut, bis auf die Rüstung. Die ist nicht optimal, aber es ist eines der älteren Epics. Klar, da habe ich auch noch Verbesserungsbedarf. Und hat auch die richtige Rune drin. Also jetzt sind wir bei 5% Lebensbonus schon dabei. Sehr gut. Das nehme ich gerne mit. Die Werte werde ich gleich nochmal aktualisieren. Ich werde gleich mal die nächsten Chancen auch ad hoc wissen. Jetzt kommt der Magier, also Rüstung ist da egal. Aber ich denke, mit der Waffe und den Werten und natürlich auch dem Level-Up, dürfen wir auch nicht vergessen, werden wir auch gegen Henry eine Chance haben. Ja, die Chance ist nicht mehr so hoch, klar. Die Abstände zwischen den Dungeons sind im 13. Stock größer als in allen anderen Dungeons zuvor, ne? Also wie jetzt bei der Hölle, wo man gefühlt durchrushen kann. Das geht halt jetzt nicht mehr so einfach. Aber 0,5% ist machbar, tendenziell. Und ja, ich sag mal so, auf einigen Slots kann ich mich nochmal deutlich verbessern von den Werten. Dann werden auch solche Chancen noch viel, viel einfacher zu bespielen. Aber parallel muss man halt schon wieder eigentlich erstmal Level machen, weil gegen die Magier-Blocker kommt man auch sehr gut mit gleichen Werten, aber dafür mit höheren Level. Das wird dann alles viel einfacher. Viel, viel einfacher. 261 Geschick, das ist zum Beispiel auch ein Sockel, den ich definitiv noch brauchte, den ich ändern musste. Sehr gut. Da könnte ich mir jetzt eigentlich auch nochmal die Lebensrune holen, also Hitpoints. Ich brauche ja nur Hitpoints. Total Resistance brauchen wir noch nicht, ist auch zu schwach. Bis ich Hitpoints 2 kriege, da ist das Epic-Wochenende eh vorbei, also dementsprechend nicht ganz so wichtig. Ja, hier, ja, könnte man auch austauschen, wenn die Rüstung mitspielt. Ich muss jetzt schauen, dass ich natürlich nicht so viel Gold habe, also auf Epics jetzt gehen, das kann ich immer noch morgen machen. Oder nach der Alu, sagen wir es mal. So, dann holen wir uns erstmal Lebensschaden rein. Swap Runes, let's go. Und ich dismantle die kleinen Sachen für die Steine, ja. Also auch Upgrades könnte man fahren, ja. So, hier habe ich zum Beispiel schon 3-mal geupgradet. Aber hier einfach mal 3-mal upgraden und nehmen wir mal gleich die neuen Sachen. Die machen immer mehr Spaß zum Upgraden. Sind natürlich auch teurer, aber bringen auch mehr Punkte. Ja, wenn wir die jetzt nochmal reinziehen, die ganzen Upgrades, ja. Gucken wir gleich nochmal in die Dungeon-Chance rein gegen den. 2912. Sieht auch sehr gut aus. Außer ich sollte mal meine Nebenattribute zurückfahren. Die sind jetzt schlechter geworden. Aber die machen. Nebenattribute bringen nicht viel. Die Chance hat sich fast verdoppelt. Ich will nicht sagen verdoppelt, aber fast verdoppelt. Trotzdem mal schauen noch, wo Dungeons vielleicht sogar eher gehen. Also ja, Tower ist klar, geht. Hellbeast war auf 10%. Ja, da geht im Schatten geht halt extrem viel, ja, muss man auch so sagen.
Wir haben jetzt aber die Drachengrotte, glaube ich. Warte mal, wie heißt der? Dragon Sword, ja. Dragon Sword freigeschalten. Da muss ich jetzt mal schauen hier, wie da der erste aussieht. Not so happy Dragon, den können wir auch gut legen. Heißt es? Der hat natürlich Elementarschaden, aber ich glaube, die bringen nicht viel XP. Ah, das ist so. Das ist so gefühlt 2 Twister-Dungeons, aber na gut, der können wir trotzdem schon mal machen, wenn wir sehen, dass da was geht. Oh, der nächste ist aber auch schon. Der ist gar nicht so einfach. Und der ist gar nicht so easy. Dann, nee. Geht's hier nicht weiter an der Stelle. Erstmal. Henry. Ja, Peter the Pimp ist, glaube ich, Peter the Pimp ist noch nicht schaffbar. Der hat einen ganz schönen Push. Der kriegt einen Push. Also es ist jetzt Schattenwelt, Twister und 13. Stock. Hauptsächlich, ja. Da haben wir nochmal eine Waffe für den Griecher. So, die ist auch nochmal besser als die jetzige. Es war natürlich 3 Attribute, 5 Attribute, aber da gehe ich tatsächlich nach den Werten. Nach dem Schaden, weil das bringt mir jetzt mehr. Um das besser einzuschätzen, wir brauchen beim Krieger auf jeden Fall noch ein paar Handschuhe irgendwann. First try, okay, nice. 266 Geschick. Ich denke, oh. Hatte ich jetzt auch schon hier ein gutes reingeömmelt. Was habe ich denn eigentlich gemacht vorhin? 1, 2, 3, 6. Ich habe ja schon 6er Bonus. Ganz vergessen. Und ja, okay, hier brauche ich also auch nochmal einen Hit-Bonus, sehe ich gerade. Also da habe ich noch einen frei. Nehme den. Ja. So. Ja, nee, das ist jetzt das Upgrade, nehme ich jetzt nicht mit. Das lasse ich mal aus. 22, 5 Attribute natürlich besser. Also wenn 5 Attribute Epics besser sind als 3 Attribute Epics. Aber ich sag mal, für 100.000 Gold nehme ich es jetzt mit, weil die Rüstung auch sehr fett ist. Also ich war eh bei 24%, das ist in Ordnung. Aber jetzt habe ich ein bisschen Puffer, weil es mal wieder ein schlechterer Gegenstand kommt. Ein paar Level machen wir ja vielleicht noch. Also ein bisschen mehr Rüstung zu haben, ist da gar nicht so verkehrt. Natürlich nicht gegen den Magier, ist klar, aber danach kommen ja auch wieder Nicht-Magier. Und da ist es sehr, sehr relevant. Ja, also Schattenwelt ist echt ein Thema. Da habe ich auch auf den meisten Servern nicht so durchgezogen gleich. Das müssen wir hier auf diesem Server definitiv machen. Jetzt haben wir natürlich Handschuhe für den Magier bekommen. Brauchen wir auch. Für den Magier brauchen wir noch mehr Sachen sogar. Also nehme ich auch mit Kusshand an, ja. Und das, ja, das ist auch ein Update. Also ich suche keine Epics für die Begleiter, aber ich nehme das mit, was kommt. Das habe ich mir für diesen Server gesagt. Ja, und das wird dann auch natürlich voll immer equipped. Und deshalb brauchen wir natürlich auch Pilze. Ja, Pilze, definitiv. Ja. Deshalb habe ich ja eine Umfrage bei mir reingemacht, welchen deutschen Creator, von den kleinen Creatern, oder was heißt kleinen Creatern? Ich bin auch ein kleiner Creator. Aber von denen, die noch nicht so lange Creator-Code haben, Belliga, Sergikurai und Rudos, auf welchen Nacken wir den 100er da setzen wollen. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also die Umfrage, das Video seht ihr ja später, aber ich bin da echt ein bisschen positiv nervös, wer da in der Abstimmung die Nase vorn hat. Ja. Der hat die längste Nase. Ja. Der hat auch den längsten Report von meinen 5%. So, Item. Ja, können wir tauschen, weil also hier werde ich die Runen noch nicht anpassen, bei den Begleitern auch. Ich nehme, wie gesagt, das, was kommt, außer es passt nur sehr gut. Aber, ja, für diese Welten, also für diese Level der Schattenwelt ist es gar nicht so relevant. Klar, wenn man jetzt in der Schattenwelt noch weiterkommen will, wahrscheinlich, müsste man die auch komplett pushen, ja. Aber das ist mir dann auch ein bisschen too much. Also, ja. Hier zum Beispiel passt es auch ganz gut. Wir haben ja eh keinen Sockel drin, dies, das, ja, dann nehmen wir doch das gleich mit. In so einem Fall, aber klar, in so einem Fall hätte ich jetzt auch
Runentausch gemacht, aber ich gehe jetzt nicht extra auf Itemsuche, zumindest jetzt noch nicht. Das machen wir vielleicht später. Okay, die Chancen werden jetzt geringer, wie ich sehe. Da gucken wir mal. Ja, ist ja auch schon der 8. Dungeon. Ja. Aber eigentlich hat der, also mit den alten Werten, also wir haben jetzt natürlich die ganzen Begleiter gar nicht geupdatet in SFK Tools. Ich bin immer noch bei einer Chance von 2%. Also theoretisch sollte er gehen. Ja, geht anscheinend auch. Warte mal, das war ein Handschuh, oder? Ah, ne. Torso. Torso hat der Magier, aber kein Sockel drin. Naja, dann nehmen wir den mal mit. Wie sieht es beim Brave Robber aus? Also mal immer noch bei 1% und das Level ist ja auch nicht unentscheidend. Also gehen wir hier nochmal rein. Sehr gut. Sehr gut. Schauen wir uns einfach mal den an. Wer hat wie viel Damage gemacht? Ja, natürlich hauptsächlich Mineshaft. Klar. Oh. Dexterity Schuhe 265 ist natürlich, da habe ich mir die erst geholt. Da kann ich nochmal für die Kundentunte nachgucken. Oh. Ja, die sind ja sehr süß. Das ist sehr, sehr süß gewesen. Also, ja, klar, komm. Den nehme ich mir jetzt hier, ne? Den 124er gönne ich mir, ja. Aber da ist auch Spielraum auch auf jeden Fall noch nach oben. Deshalb meine ich ja, ich suche nicht extra nach Items für die Begleiter, sondern ich nehme es so, wie es kommt. Das ist der Kompromiss, den ich mache. Deshalb wäre ich auch im... Also ich hab mal gesagt, dass nach dem Wochenende 220 bis 230 drin sein sollte. Ich bin jetzt 217, also da lag ich in der Einschätzung schon ganz gut. Man weiß ja grob, welche Dungeons man legen muss, um 230 oder 220 zum Serverstart zu werden. Und das sind im Prinzip die gleichen Dungeons, auch wenn man es später macht. So, bei den Waffen bin ich ganz gut dabei. Der Magier freut sich da auf jeden Fall auch über die Waffe. Und da müssen wir halt immer 35 Pilze ausgeben. Let's go. Und ja, dann würde ich jetzt nochmal in die Lichtwelt, also hier in den Kollegen reinschauen. Weil ich glaube, wenn wir den Henry schlagen können, können wir auch schon relativ gut den nächsten noch machen. Also 2 große Dungeons ballern. So, die wird er nochmal aktualisieren. Viel war es jetzt nicht. 1% beim Henry und der nächste wäre Jet the Panty Rain, sind wir auch bei 1%, genau. Der Meinung war ich gewesen und wenn ich das heute schaffe, jetzt noch im Video, wäre das echt nice. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir lassen uns berieseln, ja. Entspannt euch, setzt euch hin und dann geht die Party los. Oh, naja, ne? Geht fix. 219 und nochmal eine neue Waffe, die nochmal, die hat jetzt natürlich auch rechts raus nochmal einen schönen Schaden, die ist nochmal besser im Durchschnittslevel, also da bin ich ein bisschen gesegnet, muss ich so sagen. Bei allem, was ich schlecht spiele, da bin ich gesegnet. Und ja, Jet the Panty Raider, der hat jetzt gleich nochmal die Chance wahrscheinlich gleich nochmal etwas erhöht. Ach, oh, warte mal, wir gucken uns erstmal zum Einstimmen noch den Fight hier an. Ne? Gleich mit dem Crit begonnen. 1,3 Millionen Crit zu Beginn ist schon mal sehr fett. Ah gut, er hat mich nicht gerettet und wow! 2,3 Millionen, er hat nur 86.000 Minus. Das war wirklich knapp. Das war richtig knapp. Fett. Richtig geilen Versuch gleich am Anfang gehabt. Und ja, dafür wird der jetzt länger dauern. Safe Call. Safe Call. Was habe ich gesagt? Entspannt euch. Setzt euch hin. Und dann geht die Party los. Und dann war der Dungeon schon kaputt. Na, also... Ich glaube, Jet the Panty Raider hat das Drehbuch noch nicht ganz verstanden. Wie wär's denn mal mit uns beiden? So, Auge um Auge, Zahn um Zahn und nach Möglichkeit auch noch
paar XP. Ja, nee, ist klar, wenn ein Dungeon fett läuft, muss der andere Dungeon sich erstmal von der schlechten Seite zeigen. Ja? Also das Yin und Yang des Shakes and Fidget Calculation Universum, das muss auf jeden Fall aufrecht erhalten bleiben. Das darf nicht auspendeln, zu krass in die eine oder in die andere Richtung. Immerhin sind wir bei 100 Versuchen im Schnitt. Den haben wir noch nicht ganz erreicht. Aber so schnell wie der andere Dungeon gerade ging, theoretisch, ne? Holy moly, da werde ich jetzt wahrscheinlich noch 200 Pilze ausgeben müssen. Gucken wir mal. So, jetzt hier. Speed. Sehr schön. Und da haben wir auch wieder 3 Level im Chat. So sieht es nämlich aus. Das ist immer das Geilste, ja. Und schön, es waren ja alle. Also hier Vernados geht zum Beispiel auch richtig krass rein. Ne? 69k Paid Likes. Okay, na, soweit bin ich bei weitem noch nicht, aber ja. Schauen wir uns den Fight auf jeden Fall nochmal mit an. Jetzt haben wir auch die Continuous Loop of Idols freigeschalten. Ja gut, die bringen leider nicht viel und der erste ist auch krass. Aber hey. Hat erstmal nur geblockt, der Kollege. Da sind wir ein bisschen warm geworden. Jetzt gab es schön Grit. Ich weiche aus wie so ein Profi hier, ne? So ein Hit wäre schon fast vorbei gewesen, das Ganze. Oh. Oh. Okay. Hardcore. Das ist Hardcore. Aber auch ein schönes Epic. Schöner, wichtiger Slot. Definitiv. Bringt mir viele, viele Punkte. Und ja, was steht jetzt an? Ich muss noch in die Pets reingucken, in die Pet-Fights. Das können wir gleich nochmal machen. Alu muss ich spielen. Vielleicht vorher nochmal ein bisschen SA machen. Und das alles in 90 Minuten. Festung ist auch bald wieder dran. Also, Unterwelt habe ich glaube ich schon gemacht. Da muss ich mal wieder was upgraden hier. Da könnte ich gleich mal die Goldmine upgraden. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und, Arena Fights müssen wir noch machen. Okay, dann machen wir jetzt noch Arena Fights. Ja, also nicht wundern, ne? Es soll jetzt nicht heißen, hier, oh, ich bin der allerkrasseste Spieler, weil ich Arena Fights so gut pushe. Ich war einfach nur relativ weit unten in der Ehrenhalle für mein Level und für meine Stats. Ja, macht es natürlich einfacher. Arena Fight durchgehen, aber hey, was soll der Geiz? Im Übrigen wollte ich erwähnen, dass dieser ganze Bereich bis zu dem Level mich jetzt ungefähr 1500 Pilze gekostet hat. Also ist schon nicht wenig, ne? Aber immer noch günstiger als das an Tag 3 zu schaffen. Ein paar Level sind vielleicht noch drin. Ich könnte mir dann tatsächlich überlegen, ich wollte ja erst den Part noch zusammenführen, aber wahrscheinlich habe ich genug Material, um dass ihr das Video doch einen Tag eher seht, als ursprünglich geplant. Und ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Wir enden. Aber natürlich noch mit den Pets, weil da finde ich auch interessant das Thema. Mac Thomas hat im Laufe seines Tages jetzt hier aktualisiert. Er war erst niedriger von den Level. Quatsch, ich erzähle Mist, er war schon so, aber er hat 4 Pets, nur ist auf 24, heißt sein stärkstes Pet ist 21, 22, also ist auf 21. Das würde ich mit Lillipon nicht schlagen. Selbst wenn ich Lillipon auf 20 mache, ist die Chance gering, weil er hat Elementarbonus und Mac Thomas ist auch 244 im Level. Er hat wahrscheinlich auch die Unterwelt wenigstens auf 7 oder auch auf 8. Also wir können sogar gucken. Mac Thomas. Ja, wie wurde er geschrieben, der Kollege?
Ach, ohne Haar. Ohne Haar. In der Unterwelt will ich das wissen. Jetzt auf Upgrade 9 sogar schon. Also er hat den Gladiator drin, vielleicht auf 9. Den werde ich nicht schlagen können. Ich habe kein anderes Pet, selbst mit Gulps, wenn es auf 20 geht. Was, also ein bisschen Random Luck kann natürlich dabei sein. Mit Wasser hätte ich einen Elementarbonus, aber da komme ich maximal nur auf 16. Bei Licht komme ich auch nur auf 13. Also deshalb throw ich den Fight. War es jetzt wirklich so knapp oder ist das ein Anzeigefehler? Warte mal. Also, das muss ich mir jetzt mal antun. Das kann nicht sein. Nee, das war ein Anzeigefehler. Also er hat das angezeigt, was ich an Schaden gemacht habe und nicht das, was er übrig hatte. Aber ich habe auch nicht viele Ehrenhalle-Punkte verloren, weil er halt auch in der Pet-Ehrenhalle sehr weit oben war. Wichtig ist jetzt, dass wir jetzt leichtere Gegner kriegen und so sieht es zumindest schon mal aus. Ich habe natürlich noch keine Alu gespielt, ich kann noch Früchte generieren. Bei 4 Pets ist er bei 17, 16, 15, 14 ungefähr. Da kann ich theoretisch mit Schatten rangehen. Wasser würde ich mal noch aufsparen, dass ich hoffentlich ein paar Früchte kriege. Und dann werden wir hoffentlich gewinnen. Ja, sehr gut. Wichtig und richtig. Und jetzt können wir hier nochmal gucken, was das hier für ein Kollege ist. Geschick. Ah ja, da können wir auch nochmal reingehen. Noch ein paar Dungeons zum Schluss hier machen. Aber gut, wir können auch nochmal warten. Wir gehen mal, vielleicht schaffen wir noch einen. Er hat 14, also bei ihm ist auch auf 14 das stärkste Pet. Das ist schon fast Overkill mit Fire, würde ich fast behaupten. Er hat es eine Stufe besser. Da warte ich mal ab. Bei dem warte ich jetzt noch ab, weil wenn ich tatsächlich noch 3 Wasserfrüchte kriege oder 2, könnte ich es mit Okodil auf jeden Fall versuchen. Und ansonsten gehe ich da eben mit Fire. Also wir haben auf jeden Fall 3 Früchte gewonnen. Das ist okay. 3 Fights sollte man wenigstens gewinnen pro Tag. Und ja, ich bin immer noch in der Ehrenhalle relativ weit unten. Also die Chance, dass ich einen leichteren Gegner sogar noch kriege danach, ist auch da. Also ich könnte auch einfach mit Fire reingehen und hoffen, dass ich einen leichteren Gegner kriege. Das ist immer so ein bisschen tricky. Jetzt machen wir noch zum Abschluss aber den Dungeon hier. Den Pet Habitat Dungeon. Ja, sehr gut. Kokofö, Level 22. Boah, ob ich den schlage. Ich bräuchte ihn am Montag, das heißt, theoretisch kann ich Gulps auf 26 bringen. Kokofö zu bekommen, dann brauche ich aber auch auf jeden Fall die Früchte. Aber eigentlich will ich mit Dings spielen hier, mit Dragopyl direkt. Also es ist jetzt nicht ganz so relevant. Gut, das war's von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Bassi.